Die versteckten Oasen, Thomas und die Reise in die Unbekannte. An diesem Morgen hatte Thomas ein Lächeln auf dem Gesicht, als er das Krankenhaus betrat. Sein Dienstplan war endlich bestätigt und bald würde er ein paar wohlverdiente Wochen Urlaub genießen. Aber vorher gab es noch viel zu tun und sein Tag in der Intensivstation begann wie immer mit der Übergabe der Nachtschicht. Heute Morgen sieht alles stabil aus, berichtete Janine, die Nachtschwester. Herr Müller ist ein bisschen unruhig, aber sonst keine großen Sorgen. Thomas nickte, dankte Janine für die Übergabe und begann seinen Rundgang durch die Station. Patientenakten überprüfen, Medikamente verteilen, den Zustand der Patienten beurteilen, alles Routine, aber Routine, die höchste Konzentration erforderte. In einer ruhigen Minute zog Thomas seinen Laptop hervor und öffnete eine Liste von Reisezielen, die er besuchen wollte. Bali, Neuseeland, die griechischen Inseln, die Möglichkeiten schienen endlos. Lena, was denkst du? Fragte Thomas seine Kollegin, die gerade eine Infusion vorbereitete. Soll ich Berge oder Strand wählen? Warum nicht beides? Antwortete Lena lächelnd. In Neuseeland kannst du morgens Skifahren und nachmittags am Strand liegen. Thomas lachte. Das klingt verlockend, aber ich befürchte, das wird mein Budget sprengen. Er schloss den Laptop und wandte seine Aufmerksamkeit wieder den Patienten zu. Aber die Gedanken an seinen bevorstehenden Urlaub ließen ihn nicht los. Er dachte an die Freiheit, die frische Luft, die neuen Erfahrungen, die ihn erwarteten. Inmitten der täglichen Herausforderungen und dem Stress des Krankenhauslebens waren diese Gedanken wie eine kleine Oase der Ruhe. Gegen Mittag wurde die Idylle jedoch jäh unterbrochen. Ein Notruf kam herein, ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Sofort war die ganze Station in Alarmbereitschaft. Wir brauchen alle verfügbaren Hände, rief der Stationsleiter. Thomas, Lena, bitte bereitet alles für die Ankunft der Patienten vor. Sie wussten, was zu tun war. Betten wurden freigemacht, Medikamente und Geräte vorbereitet, und innerhalb von Minuten war die Station bereit für die Notfälle. Während Thomas die Venenzugänge für die ankommenden Patienten vorbereitete, konnte er nicht umhin, darüber nachzudenken, wie schnell sich die Dinge ändern konnten. Ein Moment der Ruhe und im nächsten Augenblick ist man mitten in einer Krise. Aber genau das machte seinen Job so wichtig und erfüllend. Jeder Tag brachte neue Herausforderungen, aber auch neue Möglichkeiten, Leben zu retten und einen Unterschied zu machen. Die ersten Patienten kamen an und Thomas, Lena und das restliche Team sprangen in Aktion. Es gab keine Zeit mehr, an Urlaub oder Reiseziele zu denken. Jetzt zählte nur noch der Moment und jeder Moment zählte. Die Stunden verflogen und die Nachmittagsschicht begann. Nach der hektischen Vormittagssituation hatte sich die Lage auf der Intensivstation wieder stabilisiert. Thomas nutzte die Gelegenheit, um einen Moment durchzuatmen. Er ging in den Pausenraum, wo er Lena und einige andere Kollegen antraf. »Wie geht's euch?« »Ihr seht genauso erschöpft aus, wie ich mich fühle«, sagte Thomas und goss sich eine Tasse Kaffee ein. »Das war echt ein turbulenter Tag«, stimmte Lena zu. »Aber jetzt, wo alles wieder ruhiger ist, können wir wieder an deinen Urlaubsplänen arbeiten.« Thomas lächelte. »Du weißt, dass ich nicht aufhören kann, daran zu denken. Hast du irgendwelche besonderen Tipps?« Lena überlegte einen Moment. »Nun, wie wäre es mit einer Trekkingtour in Nepal? Das wäre sowohl Berg- als auch Abenteuer.« »Das klingt fantastisch«, sagte Thomas begeistert. »Das wäre genau das Richtige, um den Kopf frei zu bekommen.« Wieder zurück auf der Station ging Thomas durch die Akten der neuen Patienten, die durch den Verkehrsunfall eingeliefert worden waren. Während er sich durch die medizinischen Berichte arbeitete, bemerkte er, wie sehr seine Arbeit seine Sicht auf das Leben beeinflusst hatte. Jeder Tag hier war eine Erinnerung daran, wie wertvoll die Zeit ist und wie wichtig es ist, die kleinen Freuden im Leben zu schätzen. »Du siehst nachdenklich aus«, bemerkte Lena, die in den Raum kam, um einige Medikamente aus dem Schrank zu holen. »Ich denke gerade darüber nach, wie unvorhersehbar das Leben ist«, antwortete Thomas. »Heute Morgen habe ich von exotischen Urlaubszielen geträumt, und nur wenige Stunden später waren wir mitten in einer lebensrettenden Aktion.« Lena nickte. »Das ist es, was unseren Job so einzigartig macht, aber auch so wichtig. Wir müssen das Leben nehmen, wie es kommt, und das Beste daraus machen.« Der Tag neigte sich dem Ende zu und Thomas schaute noch einmal auf die Liste seiner Traumreiseziele.
Mit einem Lächeln schloss er den Laptop und verstaute ihn in seiner Tasche. Heute war ein Tag der Extreme, dachte er, während er sich auf den Heimweg machte. Aber es sind genau diese Tage, die mich daran erinnern, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Als Thomas das Krankenhaus verließ, konnte er die Freiheit schon fast schmecken. Die Vorfreude auf seinen Urlaub vermischte sich mit der Zufriedenheit, einen weiteren arbeitsreichen Tag erfolgreich abgeschlossen zu haben. Beides waren Seiten der gleichen Medaille, Gedanken an ferne Orte und die Realität des Hier und Jetzt. Und beide waren wichtige Teile dessen, wer er war und was sein Leben ausmachte. Mit einem Gefühl von Dankbarkeit und Abenteuerlust stieg Thomas in sein Auto und fuhr los, bereit für die Herausforderungen und Freuden, die der nächste Tag bringen würde. Aber egal was kommen mochte, eines war sicher, er würde jede Sekunde davon in vollen Zügen genießen.